Montagmorgen, Aachener Kraftsport, die gute alte Eleiko-Kombi. Bankdrücken ist angesagt in der Variante Tempo pausiert. Mein Trizeps tut noch vom Freitag weh, die Brust fühlt sich ein bisschen leer an. Das sind eigentlich Zeichen für einen Deload. Wahnsinnig wie wir sind, schieben wir trotzdem in Woche 7 rein. Ich mach's mal auf Gefühlsbasis. Das heißt, wird das heute eine vernünftige Einheit? Gehe ich den Mittwoch genauso an? Wird das heute eine Einheit, wo ich autoregulativ sehr weit runtergehen muss? Dann starten wir den Deload. Ich glaube, in der 7. oder 8. Woche, ich bin mir da tatsächlich gar nicht mehr so sicher, darf das schon mal sein. Ab geht's. Ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, du, was machst du eigentlich an Mobility, an Warm-up, an vorbereitenden Übungen für ein Compound Movement, also eine Hauptübung? Das seht ihr gerade, ich mache diese Übung mit weniger Gewicht. Das heißt, von der leeren Stange über 10er Scheiben, über 20er Scheiben arbeite ich mich rauf, bis ich in den Bereich komme des Arbeitsgewichtes für den jeweils vorgesehenen Satz, für den jeweils vorgesehenen Tag. Und das war's. Ich mache nichts an Mobility-Geschichten, weder für die Bank, noch für die Beuge, noch für Deadlift. Für den Deadlift soll sich das demnächst ändern, weil ich versuche, etwas flexibler in der Hüfte zu werden, um etwas entspannter breit zu stehen. Aber für die Bank, ich lege mich hin, drücke halt die leere Stange, ich lege mich hin, drücke halt 40 mit Verschlüssen 45 Kilo, dann 65 und dann geht das immer in 20 Kilo Schritten weiter, weil ich abwechselnd eine 20er und eine 10er stecke. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, bis ich halt da bin, wo ich sein soll. Und das mache ich schon, seit ich diesen Sport mache. Und da fahre ich ganz gut mit. Das soll jetzt nicht irgendwelche anderen Aufwärmmethoden diskreditieren oder niedersprechen. Ich brauche halt nicht mehr. Warum nutze ich welches Equipment? Ganz einfach. Ab ungefähr 80, 85 Kilo nutze ich Handgelenksbandagen und den Gürtel. Die Handgelenksbandagen stabilisieren meine Handgelenke. Ich nehme immer sehr harte Handgelenksbandagen und wickel die auch sehr hart. Das rechte Handgelenk ist der Grund dafür. Man sieht es vielleicht, die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Da habe ich mir als Teenager mal eine böse Verletzung zugezogen. Dieses Handgelenk wird nie so flexibel sein, wie das die andere Seite ist. Dementsprechend bei etwas höheren Lasten, sagen wir mal ungefähr ab 100 Kilo, ist es so, dass mein Handgelenk ohne Handgelenksbandagen ganz schöne Beschwerden macht. Und diese Geschichte ist auch sehr schmerzhaft. Beim Gürtel ist die Geschichte eigentlich ähnlich. Ich habe mir vor ein paar Jahren im dienstlichen Einsatz mal rechts einen Oblique-Bündelabriss zugezogen. Das ist im Alltag eine sehr nervige Geschichte. Durch die ständige Rumpfbewegung und das Stabilisieren heilt das langsam ab. Wenn man parallel dazu weiterhin KDK-orientiert trainieren möchte, man kann es sich vorstellen. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, trage ich einen Gürtel auf der Bank und kann Bracing ausüben, ähnlich wie ich es bei der Kniebeuge oder beim Heben mache und gegen den äußeren Widerstand Gürtel andrücken, bin ich beschwerdefreier bis beschwerdefrei gewesen in der Zeit der Heilung und konnte weiterhin Bankdrücken und so weiter machen. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich dabei geblieben bin, weil ich mich an dieses Gefühl des äußeren Widerstands, gegen den ich drücken kann, gewöhnt habe. Vielleicht wäre mir ein bisschen mehr Brücke möglich ohne den Gürtel, weil das ist eine normale Höhe und eine 13 mm Dicke. Das ist schon ziemlich sperrig für so einen kleinen Kerl. Sei es drum, ich mag's, ich behalte es bei. Zu der Frage, braucht man das? Nee. Man braucht davon nichts.
wenn man gut ohne drücken kann? Warum sollte man es nutzen? Wenn man es testet und feststellt, man hat da einen Benefit von, warum sollte man es nicht nutzen? Das ist doch vollkommen euch überlassen. Wie gestalte ich meine Intensitäten und nutze ich Prozente, um meine Lasten zu berechnen? Meine Trainingsplanung mache ich selber, das heißt, ich habe den großen Luxus, ich kann mir aussuchen, an welchem Tag ich welche Übung mache. Wie gehe ich jetzt vor? Ich kenne in den diversen Gewichtsklassen meine 1RMs in den Hauptübungen relativ genau und bei so Übungen wie tempopausierte Bank, wo das nicht so wirklich klar definiert ist, habe ich über die Jahre mir prozentuale Faktoren erarbeitet, wo ich dann weiß, ich glaube, hier sind es ungefähr 79 oder 80% vom 1RM der Competition Bank. Wo muss ich da hin? Für einen Topsatz 4 Wiederholungen zu Reps in Reserve 2 wie diese Woche, weiß ich nach Tabelle, mit wie viel Prozent muss ich eigentlich da rangehen und gebe ich die halt ein in meinen Faktor, dann weiß ich, mit wie viel Kilo gehe ich hier auf die Hantel. Ich bin aber kein Roboter, heute Nacht habe ich wieder schlecht geschlafen, ich habe stressige Wochen hinter mir, die Woche vor mir ist auch stressig. Ich arbeite immer mit Bande, das heißt, wenn ich diesen Lastbereich oder diese ganz klare Zahl definiert habe, ich gebe mir 5% mehr und weniger als Bande vor, um autoregulativ anpassen zu können. Wie fühle ich mich an dem Tag? Und mittlerweile bin ich frei genug davon zu sagen, wenn 5% nicht reichen, dann gehen wir auf 10% runter. Hauptsache, wir bekommen einen qualitativ hochwertigen Satz in einer halbwegs realistischen Intensität rein. Und das war's. So gestalte ich meine ganzen Trainingspläne und so arbeite ich autoregulativ jeden Tag durch. Und ich bin auch nicht scheu davor, wenn es mal wieder richtig gebrannt hat im Job und mehrere Nächte wirklich schlecht vom Schlaf waren. Und ich weiß, das ist ein roter Faden hier, aber Erholung ist für mich aktuell ein Problem und das ist es mittlerweile auch schon fast ein Jahr. Man sieht es mir ein bisschen an. Im Zweifel streiche ich auf Volumen. Und ich bin, was Volumen angeht, schon auf einer niedrigen Seite unterwegs. Aber es nutzt mir nichts, ein total tolles Volumen nach Vorgabe XY einzubauen, wenn ich das nachher nicht bedienen oder mich davon erholen kann. Das ist ja der springende Punkt. Nächste Frage. Was tun, wenn man in bestimmten Übungen nicht gut ist oder sie nicht gut kann? Ja, Sherlock, wenn du nicht gut bist in einer bestimmten Übung oder wenn man sie nicht gut kann oder wenn sie sich nicht so schnell entwickelt, ist das eigentlich ein Hinweis darauf, dass da was nicht passt. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe über eine ganze Zeit lang eine Schwäche im Gluteus entwickelt. Ich war super schlecht in Hip Thrusts. Deswegen habe ich sie oft vermieden. Das Problem an der Geschichte ist, dass meine Beuge und mein Heben den Gluteus nicht genug herausgefordert haben, um sich weiterzuentwickeln. Dementsprechend haben andere Strukturen übernommen. Die bescheidene Leistung in den Hip Thrusts war eigentlich ein Indikator dafür, dass ich mehr davon hätte machen sollen, damit diese Struktur stärker wird, um die anderen Übungen nach vorne zu drücken oder besser zu entwickeln. Stattdessen haben alle Strukturen sich entwickelt, die kompensiert haben und damit hat sich ein Bewegungsmuster etabliert, was mutmaßlich jetzt alles Hosentaschen, Glaskugel für mein Rückenstreckerproblem am Ende mit ursächlich war. Fazit und Umkehrschluss. Wenn du diesen selbst auferlegten Glaubenssätzen, ich kann das nicht, diese Übung passt nicht zu mir, diese Übung mag ich nicht, die bringt mir nichts. Wenn du diesen Glaubenssätzen erliegst, hinterfrag die mal ganz bewusst und schau dir an, warum ist das so? Oft ist das so, dass wir in Übungen sehr schlecht sind oder diese vermeiden wollen, wenn wir in diesen sehr schwach sind und sie deswegen vermeiden wollen. Und wenn wir in Übungen sehr schwach sind,
Außer jetzt, keine Ahnung, Überkopf drücken auf einem Bosu-Ball oder so, sondern Übungen, die etabliert sind und einen deutlichen Benefit haben. Sei es Bulgarian Split Squats, sei es Hip Thrusts, sei es was auch immer. Dann würde ich da ganz genau hinschauen. Ist das so, weil ich da schwach bin? Und ist das in der Korrelanz zu etwas, bei dem ich schwach bin und vermeide ich sie deswegen? Weil dann wäre das ein guter Indikator dafür, warum ich sie machen sollte oder machen würde. Sofern das was bringt. Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Vertrau mir. Oder glaub mir. ...110 Kilo sind geladen. Ziel soll es sein, 4 Wiederholungen in der Variante Tempo pausiert herauszuquetschen. Ist das PA-Territorium? Ich glaube schon. Also mache ich das jetzt, ist das kein neuer PA, aber das habe ich das letzte Mal gemacht. Da war ich noch 20 Kilo schwerer oder so, roundabout. Fakt ist, das wird auf jeden Fall jetzt gleich ganz schön anstrengend. Deswegen mache ich jetzt mal 5 Minuten Musik an und bewege mich hier ein bisschen im Kreis. Und bereite mich darauf vor, weil das schon eine Variante mit einer Last ist, die mich ziemlich herausfordert. Ab geht's. Okay, das war gut. Wenn das Touchscreen-Display meinen Finger wieder nicht erkennt. Okay, das war ganz schön anstrengend, aber das war gut. Ich glaube, man sieht es mir an, dass es ein wenig anstrengend war. Damit geht's ins Backoff und die Quasselrunde hier ist zu Ende.